Wochenplanung ist angesagt. 7 Tage habe ich für euch. 7 Tage Rezepte zusammengestellt, die ihr ganz einfach nachkochen könnt. Und dieses Mal habe ich es richtig toll für euch gemacht. Alle Rezepte könnt ihr zum Schluss downloaden. Ja, und Kuchen gibt es auch noch. Also eine Woche voller Power. Ich habe richtig viel zu tun. Ich fange gleich an und ihr dürft dann zuschauen, mitmachen. Dann gerne Rückmeldung, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir doch mal, von wo du zuschaust. Ja, und jetzt mache ich gleich den Kühlschrank wieder zu. Ich habe geschaut, was ich noch holen muss. Und dann sehen wir uns wieder. So, Kühlschrank zu. Bevor ich richtig loslege, ja, ich weiß, ihr habt schon gesehen, ich teste gerade viel den Cosori Turbo Tower. Keine Panik, meine Ninjas sind nicht beleidigt. Die kommen auch bald wieder voll zum Einsatz. Und überhaupt, die Rezepte könnt ihr mit jedem Gerät nachmachen. Hauptsache, ihr habt einen Airfryer. Und Hunger. Auf los geht's. Wir starten jetzt. So, als erstes fangen wir jetzt hier mit unserem Spargel an. Den hatte ich jetzt hier nochmal gewaschen. Grünen Spargel brauche ich ja nicht zu schälen. Den knippe ich hier hinten die Ecken ab. Das habe ich mal von Steffen Hensler kennengelernt, dass der grüne Spargel da automatisch bricht, wo die hölzernen Enden sind. So brauchst du kein Messer. Also so tust du wohl optimal den Knickpunkt auch erwischen, sagt er mal. Die Enden kann man eventuell noch nehmen, um eine Suppe daraus zu kochen, also die auskochen. Ganz wegschmeißen muss man die auch nicht. Hier habe ich jetzt etwas von meinem Olivenöl noch. Das kommt jetzt schon mal über den Spargel jetzt hier etwas oben drüber. Kann da schon mal etwas einziehen damit. Dann hier habe ich noch Paprika. Also da muss ja alles raus. Ich erkläre es etwas ausführlicher, weil ich inzwischen auch junge Zuschauer habe. Ja, nicht nur die Omas, wie ich bin, sondern auch junges Publikum habe ich inzwischen. Und denen muss ich die einzelnen Schritte doch noch ein bisschen mehr erklären. Also ihr alten Hasen, ihr spult dann einfach mal ein bisschen schneller vor. Ich halte es trotzdem sehr kurz. So, die Paprika kommt jetzt mal hier in die Schüssel. So, hier habe ich noch eine halbe Zwiebel. Die Zwiebeln schneide ich jetzt so in so Ringe. Ja, das kommt auch erstmal beiseite. Hier habe ich 2 sehr große Hähnchenbruststücke, die sind mir jetzt zu groß im einen. Den schneide ich jetzt den einen längs auf. So, ja. Und den könnte ich auch noch mal schneiden. So, da kriege ich nämlich 4 Portionen daraus. So, dann tun wir die 2 mal beiseite legen. Und mit den 2 machen wir weiter. Jetzt habe ich hier einzelne Backpapierstücke, die ich jetzt als nächstes brauche. So, jetzt gucke ich mal. 1, 2. Ja. Habe ich das mal halbiert. So, da kommt das eine jetzt drauf. Das würze ich jetzt mit Knoblauch. Dann nehme ich noch etwas Paprika. Also Paprika edelsüß ist das. Etwas Salz oben drüber. So, das kommt mal kurz darüber. Jetzt gucke ich mal, wie ich es mache. Ja. Ja. Dann habe ich hier den Mozzarella. Ja, den habe ich jetzt aus seiner Hülle geholt. Den teile ich jetzt. So. Das legen wir auch mal beiseite. So, darauf kommen jetzt meine 2 Tomatenstücke. Noch etwas Chili, Gewürzsalz.
Und mein erstes Päckchen ist fertig, was ich jetzt verschließen kann. So, erste Päckchen ist fertig. Ja, das wird so, weiter geht's mit meinen Kartoffeln. Kartoffeln halbiere ich jetzt erstmal. Nach dem Halbieren schneide ich die so längliche Schnitz, so auf die Größe. Also ich versuche es einigermaßen gleichmäßig zu kriegen. Wenn es nicht ganz so passt, langt auch. Ja, jetzt kommen die Kartoffelschnitz in die Schale rein. Da kommt jetzt Paprika oben drüber, Salz. Ja, da habe ich noch so Chilisalz. So, jetzt arbeite ich das erstmal jetzt ein bisschen gut durch. So. Da kommt auch etwas Öl oben drüber, aber auch nicht zu viel. So, das langt schon. Das muss ich auch noch mal gut durch. So, hier habe ich jetzt meinen Korb. Dann mache ich die Matte wieder oben drüber. Das mache ich einfach immer. Ob das jetzt kleine oder größere Stückchen sind. Kleinere, da fällt mir das dann unten drunter durch. Größere fallen zwar nicht durch, aber mein Grillrost bleibt auch ein bisschen sauberer. Also so wird die ganze Reinigung einfacher. So, das kommt jetzt so auch in die Heißluftfritteuse rein. Jetzt sind wir mal rüber zur Heißluftfritteuse geschwenkt. Also hier oben habe ich meine 2 Pakete drin. Und ich habe es so rumgelegt, dass es nicht nach oben aufgehen kann. Und hier unten habe ich jetzt meine Kartoffeln drin. Dann schalten wir den mal ein. Also oben habe ich ja, da nehme ich aber auch nur 180 Grad. Und von der Zeit, ja, 20 Minuten. So. Dann gehe ich unten, die untere. Ich hätte eigentlich so Match drücken können, weil da mache ich auch. Das passt bei beiden eigentlich gleich. Da, Sync und Start. Das passt nicht. Also hätte ich die Funktion gewählt, hätte ich das gleiche erreicht, was ich jetzt einzeln eingestellt habe. Das lerne ich noch. Und du kannst das, wenn du keine Cursori so in dem Stil hast, eine andere, kannst das ganz genauso nachmachen. Wo ich teste jetzt sehen, ob der jetzt meine Ninja schlagen kann oder nicht. Ich bin mal echt gespannt, wie der sich jetzt hier schlägt. So sehen meine 2 Päckchen aus. So, und dann machen wir das mal auf. So, schau mal. Das sieht doch eigentlich schon mal gut aus. Also, wie bekomme ich das jetzt einigermaßen hell darunter und darüber? Hier unten habe ich noch meine Potatoes dazu. Die sehen auch richtig klasse aus. So, und hier habe ich noch Sauce Hollandaise dazu. Schau mal, das sieht ja richtig klasse aus. Ja, und im Hintergrund höre ich auch, dass mein Mann inzwischen schon angeschlichen kommt. Aber wir müssen das Fleisch noch anschneiden. Ja. Ja, das passt. Schau.
Genau auf den Punkt. So sieht es fertig aus. Und hier mein Spargel dazu. Wisst ihr, die sind noch schön saftig. Ja, passt. Und Potatoes passen auch. Daumen hoch, sage ich. Der Mann kann essen kommen. So, dann bin ich mal gespannt, wie dir schmeckt, was du dazu sagst. Geh mal da runter und häng nicht deinen Schnuppel überall hin. Ja, Kitty ist wieder mit dabei. Ich habe gesagt, Kitty ist wieder noch dabei. So, Kartoffeln brauche ich auch noch. Und sehr. Gut. Schmeckt sehr gut. Okay. Gell, ihr merkt, dass wenn mein Mann einfach so Larifari nachsagt. Essen war sehr, sehr gut heute. Ich danke dir. So, das wird jetzt doch für heute zu viel. Also ich dachte, dass das so riesengroß ist da. Das kommt jetzt hier in den Kühlschrank geschnitten, den habe ich gleich morgen vorbereitet. Und das Fleisch, da machen wir jetzt noch eine leckere Soße daraus. Ich habe jetzt hier diese Creme-Barbecue-Soße. So. Dann habe ich hier noch Honig. Kommt so ein Löffel voll drunter. Mehr nicht, das langt. So, das verrühre ich schon mal gut. So, jetzt mal kurz schmecken. Ja, da kann jetzt noch Schärfe ran. Da mache ich jetzt noch Pfeffer. Und noch etwas Salz. Ja, das ist schon besser. Ein bisschen Chili, noch ein bisschen Schärfe noch. Ich denke, das dürfte jetzt passen. Ja, mal kurz probieren. Oh ja, das ist eine gute Note. So, jetzt kommt das Fleisch hier in die Tüte. Ja, so kommt es jetzt auch. So kommt es jetzt auch im Kühlschrank bis morgen. So, heute ist ganz schnelles Kochen angesagt, Tag 2. Das hatte ich ja gestern schon alles vorbereitet. Also hier habe ich jetzt meine Paprika, meine Zwiebeln, alles drin. Jetzt habe ich mir hier von diesem Wok-Gewürz geholt. Da braucht man gar nicht viel, aber das ist ganz gut. Also du kannst auch anderes Gewürz nehmen, aber ich kriege von Hensler kein Geld dafür. So. Also wie gesagt, ich kriege für den Hensler kein Geld dafür. Noch ein ganz klein bisschen, aber gar nicht so viel, denn das ist recht scharf schon. Das langt da schon. So. Ich mein Airfryer hier, meine Silikonmatte wieder. Das kennt ihr ja schon von mir. Jetzt kommt mein Gemüse hier drauf. Noch ein bisschen verteilen. Hier habe ich jetzt mein lecker eingelegtes Rutenfleisch. Das kommt jetzt da noch an der Seite dazu. Und ich könnte jetzt schon sagen, voilà, ich habe schon gekocht. Jetzt kommt jetzt nur noch in die Heißluftfritteuse rein. Ja, also es kommt jetzt so in die Heißluftfritteuse rein. 180 Grad für 12 Minuten. Weil das Hähnchenfleisch braucht nicht allzu lange, das soll ja nicht trocken werden. Gut, es ist gut mariniert noch dazu. Das Gemüse möchte ich auch noch bissfest haben. Deswegen nehme ich jetzt mal 12 Minuten, das dürfte eigentlich lang.
So, fertig. Schau mal, so sieht das jetzt aus. Ich habe ganz vergessen, Öl drüber zu sprühen. Ne? Ist mir nachher eingefallen. Aber siehst du, es geht auch so. Jetzt habe ich hier mein Gemüse, meine Zwiebeln. Ja, dann habe ich auch mein Hähnchenfleisch. Und jetzt schneide ich das Fleisch mal an. Auch am besten in der Mitte durch, wo es am dicksten ist. Schau mal, das ist richtig gut. So, jetzt hat das Fleisch schon mal angeschnitten. Schneide ich mal in die Mitte ein Stückchen raus und verköstige das. Erstmal kannst du sehen, dass das noch schön saftig drin ist. So möchte ich Hähnchenfleisch haben, das soll noch saftig bleiben. Das schmeckt so köstlich. Ich müsste euch mein Gesicht zeigen. Die Marinade ist köstlich. Vielleicht ist das schon dein Lieblingsrezept dann. Bin mal gespannt, was du in den Kommentaren drunter schreibst, welches von diesen Wochenrezepten hier dein Liebling wird. Ja, noch kurz ein bisschen Gemüse. Ja, auch das Gemüse ist genau auf den Punkt. Top. Eine Dose Mais habe ich jetzt hier schon in der Schüssel drin. Jetzt habe ich meine Paprika, die kleinen Würfel und die Zwiebeln noch. So, hier habe ich die Zutaten alle schon drin. Jetzt habe ich hier eine Dose Tomaten. Klein gehäckselt, da brauche ich aber nicht alle. Die hexe ich mir jetzt erstmal hier etwas klein. So, das mache ich gleich sauber. Das jetzt mal gut durcharbeiten. So. Jetzt brauche ich ja Tortillas. Und die schneide ich jetzt klein. Jetzt wird das richtig durchgearbeitet. Das musst du unbedingt mal nachmachen. Von wo schaust du nur zu? Verrätst du mir das mal? Würde mich freuen. Ja, was hast denn du so für Lieblingsrezepte? Was hast du so ausprobiert, wo du sagst, oh, das ist so klasse, das muss ich unbedingt mal erzählen? Ja, oder? So, da. Jetzt dürfte es ganz gut durchgearbeitet sein. Das ist doch sehr viel geworden. Der Boden kommt rein und das kommt jetzt so rein. Ja, du siehst, es hat richtig schön gut Luft noch. So, und darüber kommt jetzt noch Käsegut, richtig schön. So, ca. 100 Gramm sind das jetzt. So, jetzt kommt das Fach unten rein. Schalte ich ein. Das untere Fach. Also 2 habe ich. Und 180 Grad. 180 Grad, 170 Grad. Es ist doch sehr viel. 180 Grad. Und das Ganze für 15 Minuten. So, ich stoppe mal ganz kurz, mache da mal Halt und lege oben noch ein paar Würstchen mit rein. So. 2 kleine Würstchen für meinen Mann. Starte ich wieder. 1, 108, dann mache ich jetzt 185 Grad. Ich mache hier nur noch 5 Minuten. 190 probiere ich einfach mal. Und 2 unten, da bleibe ich bei 180 Grad. Und von der Zeit, ja, 5 Minuten synchron. Und ich hatte beide 5 Minuten. Ich war mir nicht mehr sicher. So, fertig. Ja, hier oben
Das sind ja nur dünne kleine Würstchen. Ja, die sind auch gut. So sieht jetzt mein Auflauf aus. So, das war's. So, dann werden wir mal den Tortilla-Auflauf testen. Ja, schmeckt richtig gut. So, und hier habe ich ja noch die Würstchen, die ich für meinen Mann extra gemacht hatte noch. Ja, normalerweise ist das ja Tortilla-Auflauf ohne Würstchen so, aber hier siehst du mal auch die Würstchen dazu. Die brauchten ja nur ein paar Minuten, weil das sind ja nur die ganz kleinen, dünne, fast wie Cevapcici, also die waren auch gut dazu. Einfach und schnell ein Essen fertig. So, wir haben ja gerade Spargelzeit und dann machen wir jetzt mit grünen Spargel doch noch weiter. Fange ich erstmal an mit meinem Ei. So, dann kommen in das Ei gleich Gewürze rein. Das habe ich ja schon mal erklärt. Dann schmeckt das gleich noch besser. Etwas Schärfe habe ich jetzt hier rein. Etwas Salz muss immer mit dazu. Noch etwas weißen Pfeffer nehme ich diesmal. Und noch ein bisschen Paprika, das passt auch ganz gut dazu. Ja, das langt schon. Dann schlage ich erstmal mein Ei auf. So, das stelle ich jetzt noch mal ganz kurz beiseite. Ich muss ja erst meinen Spargel einwickeln. So, ich habe hier meinen Spargel und habe hier die Baconscheiben. Und jetzt wickle ich den Spargel mit diesen Baconscheiben. Also so leicht konisch, damit ich dann auch nach vorne komme. Dann schaue ich mal, was mein Mann zu diesem grünen Spargel so sagt. Der isst lieber den weißen als den grünen Spargel. Und ich esse wiederum umgedreht lieber den grünen Spargel. Ich finde, der grüne Spargel hat einfach mehr Würze. Aber so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Aber weißen Spargel gibt es auch noch. Aber der war mir momentan doch sehr, sehr teuer. So, jetzt ist das eine Päckchen. So, hier habe ich jetzt noch ein zweites Päckchen. Also holst du dir am besten auch 2 Päckchen von dem Bacon. So, jetzt kommt der ganze Spargel mal darüber. Ich baue meine Panierstraße auf. Und hier kommt jetzt mein Paniermehl rein. Und mal kurz aufschlagen. Und jetzt kommt der erste Spargel hier durchgewickelt. Und ja. Der nächste Spargel. Immer hin und her bewegen, damit das Ei überall gut rankommt. Versuchen zu drehen, ist nicht ganz so einfach. So, jetzt geht es weiter mit meinem Airfryer. Der Boden, der Einsatz kommt rein und darauf meine heiß geliebte Grillmatte. So kann ich auch alles leichter rausnehmen. Also ich liebe sie über alles. Wer es mag, macht es auch und wer nicht, lässt es einfach sein. So, und jetzt kann ich die da drauf verteilen. Ich verteile sie erstmal so. Oh, jetzt komme ich auf eine Idee. Wir machen Wechsel. Bei der Cosori kann ich auf mehrere Ebenen kochen. Das kann ich jetzt hier bei den Spargel gleich mal ausprobieren. Also kommt meine Grillmatte jetzt da drauf. Und die erste Schicht kommt jetzt hier drauf.
Ja, das dürfte für die obere Schicht sein. So. Ich rühre das gut mit Öl noch an. Aber so viel braucht es eigentlich gar nicht. Da ja der Bacon auch Fett drin hat und das abgibt. Jetzt kommt aber dieses Spezialgitter da oben drüber. Damit kann ich auf mehrere Ebenen ja kochen. Und da kommen jetzt meine restlichen drauf. Ja, so liegen die richtig gut drauf und haben richtig gut Platz. Noch ein bisschen von oben einsprühen. Aber wie schon gesagt, viel brauche ich dann nicht. Ja, der Bacon gibt ja garantiert Fett ab, auch nach oben und nicht bloß nach unten. So, jetzt kommt da schon die Heißluftfritteuse rein. So, ich habe mir jetzt anders überlegt. Ich mache jetzt Hackfleisch noch dazu. Zwiebeln habe ich jetzt eine halbe klein geschnitten. Jetzt würze ich das Ganze noch hier mit Chilisalz. Ja, ich mache auch noch Paprikapulver dazu. Ja, das kannst du jetzt auch wieder nach deinen Vorstellungen würzen, wie du das ganz gerne möchtest. Pfeffer. Und Salz darf ja auch nie fehlen. So, und da brauche ich noch ein Ei. Kommt das Ei noch mit rein. So, hier habe ich jetzt von dem ausgesiebten. Da kommt noch ein bisschen was da drunter. Sagen wir das mal halt. Du siehst ja, da sind doch so Brocken drin, das ist ganz gut, dass ich es durchgesiebt habe. So, normalerweise mache ich auch mal Petersilie drunter, die habe ich jetzt nicht da. Die habe ich schon verbraucht. Aber etwas Schnittlauch habe ich noch da. Ein bisschen Schnittlauch noch dazu. Ja, eins noch eine Lanz. So, das war es im Prinzip schon. Jetzt soll ich mal die Handschuhe anziehen. Das arbeite ich jetzt noch mal gut durch. Gucke ich mal 4 gleiche Bällchen geben. Erstmal grob schauen, dass das so passt. Hole ich mir mein Paniermehl noch mal bei. Jetzt wälze ich die noch in den Paniermehl. Jetzt hole ich den Korb von vorhin. Da waren ja bloß die Spargelstücke drin, deswegen sieht das jetzt ein bisschen krümelig schon aus. Aber halt, was du auch machen kannst, das unten drunter legen. Die mit den Löchern. Dann kommt auch ein bisschen Luft durch und das Fett kann trotzdem ablaufen. Also wenn du nicht die Silikonmatten wie ich verwenden willst, sondern die, dann machst du das so. So, und jetzt kommt das auch rüber in die Heißluftfritteuse. So, wechseln wir nochmal rüber zur Heißluftfritteuse. Ein. So, war nicht richtig drin, deswegen wird es nicht angezeigt. Zone 1, da habe ich die Frikadellen drin. Aber du hast wahrscheinlich mitgekriegt, ich bin ein Freund von 180 Grad und von der Zeit 15 Minuten lang die Frikadellen auch. Zone 2, ich mache einfach, ich übernehme das und starte das. So, da schauen wir mal. Das sind meine Frikadellen von oben. Also du siehst, trotz dass die Löcher da drinnen waren, hat sich jetzt hier dieser Saft gebildet an der Seite. Und das habe ich einfach mit meiner Matte nicht. Aber ansonsten, sage ich mal, passt das schon. So, jetzt steige ich die Spannung. So sehen meine Spargel jetzt von unten aus. Ah, siehst du, da hätte ich auch die Matte drauflegen sollen dazwischen. Ist hier jetzt leicht angehaftet. Aber das kann ich ganz gut runternehmen. Ja,
Meine Matte hat schon ihren Sinn. Opa kommt auch, aber der muss noch ein paar Minütchen warten. Das ist er gewöhnt. So. Was meinst du? Das ist er gewöhnt, Opa. Ist er gewöhnt, okay. So, siehst du, die gehen schon leichter runter hier. So, schau. Fertig meine 4 Frikadellen und meine Spargel. Schau, hier ist der Spargel mit diesen Frikadellen. So, hier habe ich jetzt den Spargel durchgeschnitten. Schau. Schau, der sieht gut aus. Unsere Kitty, die ist auch schon da, die hat auch schon Hunger. Die kratzt schon. Und das ist meine Frikadelle. Sieht auch gut aus. Kurz testen. Schmecken noch. Passt, super. Opa, du kannst da bleiben, wir können essen. So, jetzt darfst du auch probieren. Das ist mit Hackfleisch, das ist die Frikadelle, oder? Ja, das sind Hackfleisch-Frikadellen. Jetzt mal probieren, wie sie dir so schmecken. Oder so von der Konsistenz sind. Gut. Gut. Und der Spargel, den habe ich diesmal etwas länger gelassen, dass er weicher ist. Weil du hast am liebsten ja mal lieber weicher. Kannst mal probieren, wie der dir jetzt mundet. Besser. Besser. Okay. Frikadelle ist auch genau richtig. So, jetzt nehme ich doch noch mal einen so und zeige dir den noch mal. Und ich beiß mal rein, dass du mitkriegst, wie knusprig das ist. Hör mal jetzt ganz gut zu. Richtig lecker, richtig knusprig. Also die gibt es öfters, die schmecken klasse. So, heute mache ich Ofenkartoffeln. Die habe ich jetzt erstmal gewaschen. So, und im nächsten Schritt habe ich jetzt hier so eine dünne Nadel. Da steche ich die mit ein. Das mache ich, dann platzen die nicht irgendwie und die können auch besser das Ganze reinziehen und sie werden nicht so fest. Und ich habe auch nicht die festkochen, sondern die mehlig kochenden Kartoffeln, die liebe ich einfach mehr. Also gerade so einstechen ringsrum etwas. Also heute ein Essen ohne großen Aufwand. Beinahe hätte ich mich noch in die Hand gestochen. Ne, blutet nicht. So, das war Schritt 1. Das schieben wir mal kurz beiseite. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier Backpapier und ich packe die da immer entsprechend jetzt in Backpapier ein. Und da gibt es ja diese Pferdchenbögen. Da brauche ich ja nicht so einen ganzen Bogen für eine Kartoffel. Da halbiere ich den erstmal. So, und jetzt nochmal so. Und dann habe ich auch gleich 4 Stückchen fertig. Ja, so in etwa. Schönheitspreis muss ich ja nicht gewinnen. Ja, siehst du? Passt genau. So, im nächsten Schritt habe ich jetzt hier etwas Olivenöl. So, jetzt habe ich alle 4 Kartoffeln hier vorbereitet. Jetzt kommt ein bisschen Olivenöl überall drüber. Ja. Mit den Händen noch ein bisschen einreiben. Links rum.
Hier habe ich etwas von meinem Rauchsalz. Das mache ich jetzt gleich ein bisschen oben drüber überall. Ich drehe die nochmal. Jetzt drehe ich die so zu kleine Päckchen. Erstes fertig. So. So sind alle 4 Päckchen fertig. So, hier habe ich jetzt meine Schublade. Boden rein und die Kartoffeln so oben rauf. 81 Grad, 20 Minuten. Heiß drauf frittieren, Airfryer. So, dann schauen wir mal. Hole ich mal die ersten raus und gucke, ob das so passt. Das sind jetzt hier meine Päckchen. Heiß, heiß, heiß. So, dann werde ich mal schauen. Gut. Erst rein. Perfekt. So, und hier habe ich noch grüne Soße. Fertige. Die habe ich diesmal nicht selber gemacht, aber die schmeckt richtig gut. Die gibt es jetzt da dazu. Also einfach hier ein Papier und fix und fertig serviert. Ich sag mal, einfache Kochen geht nicht. Einfache Kochen wie hier geht einfach nicht. Das ist mein ganzes Abfall. Und die Kartoffeln selber ist erst rein. Dann hast du wirklich wie die Folienkartoffeln und nicht wie Potatoes. Ja, und wenn du größere Kartoffeln hast, die etwas größer sind, dann hast 5 Minuten länger drin. Aber du kannst ja auch mal eins aufmachen, kontrollieren und wenn nicht, stellst du nochmal nach. Ich habe mir heute was anderes überlegt. Und zwar der Wrapfer, die werden dann nicht mehr sonst hart da hinten. Die verarbeite ich heute. Ich habe noch ein bisschen Hackfleisch, dann habe ich Zwiebel und hier habe ich auch noch ein paar Chilibohnen. Und daraus bereiten wir heute was Leckeres zu. So, in das Hackfleisch kommt meine gehackte Zwiebeln. Das war so eine halbe Gemüsezwiebel, die jetzt da drin ist. Dann kommen meine Gewürze dazu. Dann nehme ich diesmal das Rauchsalz. So, da noch etwas Pfeffer. Von der Schärfe von den Gewürzen werde ich gar nicht allzu viel ranmachen. Das sind die Chilibohnen, die ich da habe. Nicht, dass mir das dann nachher zu scharf wird. So, das arbeite ich jetzt mal kurz durch. Also das wird ein Gericht, was ganz einfach, ganz schnell zu machen geht. Salz muss aber auch noch mal dran. Beinahe hätte ich es vergessen. Salz, Salz, Salz. Salz, Salz, Salz muss immer ran. Ich hätte es beinahe vergessen. Ei, vor lauter. Ja, bin schon ganz in meinem Live. Also von der Dose habe ich jetzt die Hälfte. Die andere Hälfte ist noch da drin. Ich denke, das langt auch. Wir sind hier nur zu zweit, sonst wird das wieder zu viel. Das ist schon allerhand Hackfleisch. Ein bisschen durcharbeiten. Jo, das langt so schon. Eine Schublade raus. Das nehme ich jetzt auch mal raus. So, und jetzt kommt das nämlich so pur da rein.
Ich nehme das jetzt wie eine Bratpfanne. Der ist recht praktisch, ja. Mit dem verteile ich das jetzt hier ein bisschen dran. Desto besser, dass du das entsprechend auch so verteilst, desto schneller und einfacher kann das da drinnen brutzeln. Also wie gesagt, ich benutze das jetzt wie eine Bratpfanne. Ja, passt doch von mir. Vom Würzen her. Das kommt jetzt in die Heißluftfritteuse. 200 Grad und 5 Minuten. Lasse ich das mal kurz laufen und dann gucken wir mal rein. So, dann schauen wir mal. Ja, das ist genau eigentlich richtig, wie ich das haben möchte. Weil ich wollte ja nur, dass das Hackfleisch da drinnen schon angebraten ist. Und dass das mir nachher in meinem Wrap da drinnen zu roh ist, wenn ich das jetzt da reinpacke. Also das passt so schon mal. Einen so aufwickle. Die sind also schon fest hier runter. Lässt sich nicht so gut wickeln dann. So. Das spüle ich jetzt kurz aus. Stopp, zurück. Ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen hatte, Start zu drücken für die Aufnahme. Also ich habe die Fraps jetzt hier rein gepackt. Unten drunter wieder meine Matte. Weil ich habe jetzt Käse noch, damit das gleich unten im Boden alles fällt. Und habe jetzt hier noch 100 Gramm Reibekäse oben drüber. Das kommt jetzt in die Heißluftfritteuse, so 180 Grad und für 15 Minuten. Ich will das ja nicht, dass es von oben verbrennt. Aber du siehst, ich hatte schon kurz drin. Und dann habe ich festgestellt, oh, die Kamera lief nicht mit. Knopf vergessen zu drücken zum Start. So, meine Heißluftfritteuse hat gerufen. Piep, piep. Da haben wir jetzt das Essen. Bisschen fest geworden. Ein bisschen fest oben drauf. So. Ja, und durch die Matte, denke ich, konnte ich es jetzt auch leichter runternehmen. Also ich hätte es jetzt auch komplett, jetzt nochmal so ein bisschen da drunter. Also ich könnte es auch so mit der Matte jetzt so komplett, einfach rausziehen. Ja, einige fragen, warum ich immer die Matte drunter lege. Ich finde es einfach praktischer. Ja, und schau mal hier, ich schwitze schon. Heißluft an, wir legen los. Ursula schwitzt, ganz grandios. Der Count. Ha! Also, ihr merkt, ich lege alles vor. Es wird alles vorbereitet für unser erstes Live. So, dann werde ich mal kurz probieren. Schauen, so sieht das jetzt von innen aus. Ja. So, und zum Schluss für Sonntag machen wir jetzt noch den leckeren Rhabarberkuchen. Ein Gedicht musst du unbedingt nachmachen. 100 Gramm weiche Butter. Da habe ich 80 Gramm Zucker. Hier habe ich noch ein Päckchen Vanillezucker. Also so, dass alles richtig gut verteilt ist. Jetzt kommen die beiden Eier rein. Erstmal eins. Das zweite. So, das passt schon mal ganz gut. Jetzt habe ich hier Mehl, Backpulver, Backpulver, 1 Teelöffel, Ei. Ja, wenn man eigentlich 3 Hände bräuchte. Jetzt noch ein bisschen Milch wieder drunter, dass es geschmeidiger ist.
1, 2 Löffel, je nachdem wie geschmeidig das dann wird. Ja, der Teig ist schon gut. Den kann ich jetzt mal beiseite stellen. So, hier habe ich jetzt eine 20er Kuchenform. Und hier habe ich mir so Dauerbackfolie gekauft, die man da reinpacken kann. Damit der Teig da hochgehen kann und nichts an die Ränder kleben bleibt und ich es nachher leichter rausholen kann. Die muss heute ihren Test bestehen. Das langt erstmal. Jetzt geht es weiter mit meinem Rhabarber. Den ich jetzt hier etwas scheren muss. Und so Stücke schneiden. Da sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin mit dem Ganzen. So, jetzt brauche ich nochmal 60 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, so, und von meiner Butter. Sie ist zwar schon etwas weich. So, jetzt kommt erstmal mein Rhabarber hier drüber. Mische ich erstmal ein bisschen. Halb bisschen Zimt wollte ich noch drunter machen. Gut. Das ist doch schon ziemlich weich. Ich hatte vergessen, die wieder in den Kühlschrank zu packen. Nicht mehr zu lange rummachen, sonst wird sie noch weicher. Also das macht ihr besser als ich das nächste Mal. Lass die Butter härter sein, fester sein. So, hier habe ich meine Heißluftfritteuse und da passt die 20er Form wunderbar rein. Und ich habe noch wunderbar Platz nach oben alles. 160 Grad, 20 Minuten erstmal. Ich habe mir überlegt, ich nehme 25 Minuten. 160 Grad, 25 Minuten. So, jetzt geht es weiter, dass ich Eiweiß schlagen will. Jetzt habe ich hier eine Zitrone. Da reibe ich den kurz mit aus. Und hier auch mein, so, nur ein bisschen, das langt schon. Das kann ich auch schon wieder ein bisschen abreiben. Das langt so voll und ganz. Und jetzt ganz sachte machen. Denn wenn das Zimmertemperatur hat, lässt sich das ein bisschen besser aufschlagen. So, der Kuchen ist jetzt so gut wie fertig. Hier mache ich noch eine ganz kleine Prise Salz rein, aber gar nicht viel. Jetzt ist auch das Eigelb, das Eiweiß nicht mehr so kalt. Das ist jetzt Puderzucker. Ja, noch ein klein bisschen. Ja, den kann ich über den Kopf stülpen. Das passt so. Das ist mein Kuchen inzwischen gebacken. So, das ist mein Backstäbchen. Ein kleines Muster noch rein. So und so, hier kommt er jetzt in den Ofen. 80 Grad und 30 Minuten. Backe und dann schaue ich wieder weiter nach. So, mal einen Blick rein, es sind noch 4 Minuten. Ja, also ich schalte nochmal 30 Minuten nach. So sieht der Kuchen jetzt aus. Sachte. Und jetzt tue ich nochmal rein, lasse langsam abkühlen. Aber ich stelle nochmal ganz kurz heiß, dass ich ein paar kleine Spitzen kriege. Mal kurz 180 Grad, 2-3 Minuten. Jo, so ist er perfekt. Leicht angebräunt, mehr braucht er gar nicht. Jetzt lasse ich ihn abkühlen. Ich stelle wieder in die erste Fritteuse, lasse noch sachte abkühlen jetzt. So, die Spannung steigt. Dann schauen wir mal. Ich kann doch nicht abwarten bis morgen. So, das ist halt jetzt das Gute daran, dass ich das mit dieser gemacht habe. Da kann ich das jetzt einfach so. Ach, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja,
Sehr gut. Schau mal. So sieht der jetzt aus. Ich lasse ihn aber jetzt doch in Ruhe und lasse ihn jetzt abkühlen. Aber ich war neugierig, ob der Boden... Oh, das sieht richtig gut aus. So, jetzt doch mal gucken. Bin doch neugierig. Oh ja. Richtig klasse. Siehst du das? Der Duft hat inzwischen auch meinen Mann angelockt. Den schneide ich jetzt mittig durch. Das sieht doch gut aus. Ja, sieht gut aus. Ist der? Ja, ist warm, ne? Ah ja, den isst man dann warm. Kitty, du kannst keinen Kuchen kriegen. Schmeckt sehr gut, ja. Mhm. Gut, Johann. Mhm. Ja, wirklich sehr gut. Schmeckt gut. Mhm. So, nachdem ich jetzt schon die Hälfte hier von den Kuchen gegessen habe, von oben runter, drehen wir mal rum. Und schau, so sieht der Boden jetzt auch von unten aus. Aber du siehst, der ist rundherum richtig gut geworden vom Backen. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Spaß für euch. Also aufdrehen und mittanzen. Angesagt, viel Freude. Das bin ich. Tschüssi, macht's gut. 7 Tage, 7 Rezepte, von allem was dabei. Ob süß, ob herzhaft, du wirst es lieben, ganz ohne Küchenschrei. Jetzt los, jetzt starten, lass es glühen. Dein Airfryer will mit dir was ziehen. 7 Tage, 7 Rezepte, von allem was dabei. Ob süß, ob herzhaft, du wirst es lieben, ganz ohne Küchenschrei. Jetzt los, jetzt starten, lass es glühen. Dein Airfryer will mit dir was ziehen. 7 Tage, 7 Rezepte, von allem was dabei. Ob süß, ob herzhaft, du wirst es lieben, ganz ohne Küchenschrei. Jetzt los, jetzt starten, lass es glühen. Dein Airfryer will mit dir was ziehen. 7 Tage, 7 Rezepte, von allem was dabei. 7 Tage, 7 Rezepte, von allem was dabei. Dein Airfryer will mit dir was sehen. Dein Airfryer will mit dir was